Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Heute habe ich mal wieder einen richtig coolen kleinen Scale-Hubschrauber für euch, und zwar die neue Blackhawk F09H von Yuxiang RC in der Navy-Ausführung. Die Blackhawk ist wieder RTF und mit jeder Menge Technik ausgestattet, die das Ganze wieder sehr einsteigertauglich macht. Viele Scale-Teile sind dabei, der schicke Koffer natürlich auch. Wir haben hier GPS, wir haben hier einen Höhensensor verbaut und. In diesem Video zeige ich euch wieder ganz klassisch als erstes, was mitgeliefert wird. Das ist nämlich hier eine ganze Menge. Dann zeige ich euch die Blackhawk etwas genauer und wie immer auch wieder die Fernsteuerung und die ganzen Funktionen. Und danach gehen wir natürlich noch fliegen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, legen sofort los. Viel Spaß! Dann machen wir den schicken Alukoffer mal auf. Hier ist auch alles gut drin gesichert und der ist natürlich auch super für den Transport zum Flugplatz. Da haben wir dann als erstes natürlich wieder die Bedienungsanleitung, hier in Englisch. Dann haben wir als nächstes dabei ein 3S bis 4S Ladegerät mit dazugehörigem Stromkabel und für uns Europäer wichtig ein EU-Adapter, damit wir das Ladegerät auch an unseren Steckdosen nutzen können. Dann haben wir noch eine Ladeschale mit im Lieferumfang, damit wir die beiliegenden Akkus auch aufladen können. Die haben nämlich keinen USB-C-Anschluss oder so, sondern die müssen hier in dieser Ladeschale geladen werden. Als nächstes haben wir in meinem Fall noch dabei zwei LiPo-Akkus im Hardcase, und zwar zwei 1350 mAh 3S LiPos. Hier haben wir auch noch einen 5-Volt-Anschluss für eine kleine Lampe oder eine FPV-Kamera. Und wir haben noch einen Einschaltknopf zum Anschalten des Helis. Dann haben wir als nächstes eine Tüte mit Scale-Teilen, und zwar für vorne eine Tanksonde, die wir nachher noch anschrauben müssen. Dann haben wir noch ein Raketenpack, das wird noch angesteckt, genau wie die zwei Raketenwerfer und auch die MG, die ebenfalls noch dabei sind. Und ein Tütchen mit Befestigungsschrauben haben wir noch dabei. Dann haben wir noch eine Tüte mit Zubehör. Hier haben wir drin einen Ersatz 4-Blatt Heckpropeller, 4 Ersatz Hauptrotorblätter, eine Lampe, die kann man dann am 5-Volt-Anschluss des Lipos anstecken, ein bisschen Werkzeug, 2 Ersatz Fahrwerksreifen und als letztes wieder ein Tütchen mit Schrauben. Natürlich haben wir auch hier wieder eine 2,4 GHz Fernsteuerung dabei, diesmal mit einer Dualantenne. Die zeige ich euch natürlich gleich noch etwas genauer. Und last but not least die richtig schicke Blackhawk, wirklich sehr detailliert. Die zeige ich euch jetzt als nächstes Mal etwas detaillierter. Ja, schauen wir uns die Blackhawk mal etwas näher an. Wir haben hier ein richtig cooles und wirklich scales Modell mit richtig vielen Details. Ich habe jetzt auch schon mal die ganzen Scale-Anbauteile angebracht. Die werden ja, wie eben schon gesagt, teilweise angeschraubt oder einfach nur eingesteckt. Wir haben über das gesamte Modell wieder viele Nieten dargestellt und auch die ganzen Konturen an den Türen und Stößen wurden hier sehr detailliert abgebildet. Es sind auch vom Werk aus schon sehr viele Scale-Teile angebracht, wie die Scheibenwischer vorne an den Scheiben oder auch die ganzen Griffe und Antennen, die an der Blackhawk vorhanden sind. Auch teilweise echt filigran, dass man aufpassen muss, dass man sie nicht abbricht. Auch hier oben am Turbinenbereich, am Lufteinlass und auch am Turbinenauslass ist alles sehr schick und detailliert ausgeführt. Hier oben haben wir noch eine nicht so scale Status-LED, wozu die dient, zeige ich euch gleich noch. Auch am Heck sind viele Details zu sehen. Auch das Höhen- und Seitenleitwerk ist richtig cool gemacht mit den ganzen Konturen und Nieten. Die hinteren Seitentüren lassen sich sogar hier am Modell auf beiden Seiten aufschieben. Also wirklich richtig scale gemacht, vor allem auch für die Größe des Helis. Wir haben natürlich auch wie beim Original einen 4-Blatt Hauptrotor, hier mit diesen abgeknickten Rotorblättern. Die bestehen übrigens aus einem Nylon-Kohlefaser-Verbundmaterial, sollten also ziemlich stabil sein. Und auch am Heck haben wir einen 4-Blatt Heckrotor verbaut. Beide werden angetrieben über je einen Brushless-Direktantrieb. Und zwar ist der Hauptmotor ein 404er Brushless und der Heckmotor ist ein 1104er Brushless-Motor. Der einzige Unterschied zum Original ist, dass das Original, glaube ich, ein Linksläufer ist und das Modell hier rechts herumdreht. Aber das kann man jetzt mal vernachlässigen. Die Taumelscheibe wird von 3 4,3 Gramm Metallgetriebeservos angesteuert. Die sind hier im 120 Grad Winkel zueinander angeordnet. Die Rotorwelle und Teile der Taumelscheibe bestehen hier aus Aluminium. Der andere Teil der Taumelscheibe und die Blatthalter sind aus Kunststoff gefertigt. Auf der Unterseite haben wir dann noch das Fahrwerk und das Spornrad, das beides auch sehr scale nachgebildet wurde. Das Hauptfahrwerk lässt sich sogar einfedern. Was wir ebenfalls noch haben, was wirklich bei vielen kleinen Modellen nicht der Fall ist, ist eine komplette Scale-Beleuchtung, inklusive dem zusätzlichen Scheinwerfer, den wir hier unten noch auf den Akku klemmen können. Also auch in dem Punkt alles sehr cool gemacht. Natürlich fehlt auch hier die Dekorbeklebung nicht. Die wurde auch teils sorgfältig angebracht oder auflackiert und teilweise nachträglich nur als Aufkleber angeklebt. Das sieht dann nicht ganz so schön aus. Aber hier hinten zum Beispiel der Skorpion ist richtig cool gemacht. Das ist jetzt nicht alles zu 100% dem Original entsprechend, aber ich denke, das wird keinem wirklich auffallen. Und wir haben hier natürlich auch kein Superscale-Modell vor uns stehen. Wie eben schon gesagt, haben wir hier auch GPS verbaut und hier unten sitzt noch ein zusätzlicher optischer Höhensensor, der dann auch ohne GPS-Empfang für eine Höhenkontrolle sorgen kann. Natürlich ist hier auch ein Gyro verbaut, der ebenfalls für eine anfängerfreundliche und stabile Fluglage sorgt. Hier unten in der Öffnung wird dann der Akku eingeschoben und muss dann so weit runtergedrückt werden, bis die 2 Klipse hörbar einrasten. Zum Rausholen muss man dann einfach nur die beiden Klipse wieder zusammendrücken und den Akku herausheben.
Der Rotorkreis bei der Black Hawk beträgt 420 mm, die Rumpflänge beträgt 425 mm und wir haben ein Abfluggewicht mit Akku von ca. 440 Gramm. Die Flugzeit beträgt dabei in etwa 9 bis 12 Minuten, natürlich auch je nach Flugstil. Ja, alles in allem ein wirklich richtig schickes Modell und ich würde sagen, ich zeige euch noch mal ein paar schöne Aufnahmen von dem Heli und danach gucken wir uns die Fernsteuerung und die Funktionen mal etwas genauer an. Ja, wir haben hier eine 2,4 GHz 8-Kanal-Fernsteuerung aus Kunststoff, diesmal mit einer Dualantenne, die man auch immer vor dem Fliegen ausklappen sollte. Die Fernsteuerung hat eine gute Größe und liegt auch gut in der Hand. Die Knüppelaggregate bestehen hier ebenfalls aus Kunststoff und die Knüppel selber aus Aluminium. Beide Knüppel sind wegen der GPS-Funktion hier auch wieder in allen Achsen federbelastet. Hier oben mittig sitzt der Powerknopf. Wenn wir den ca. 2 Sekunden gedrückt halten, geht die Fernsteuerung an. Unten haben wir ein großes LCD-Display, hier werden alle wichtigen Infos angezeigt, unter anderem auch ein paar Telemetriedaten wie Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Flugrichtung und natürlich auch die Flugmodi und die GPS-Satelliten und auch die Akkuanzeige für Fernsteuerung und Heli bekommen wir hier angezeigt. Neben dem Display auf der rechten Seite haben wir noch einen Knopf für die automatische Landung. Wenn wir den drücken, geht der Heli automatisch nach unten, bis er aufgesetzt hat und schaltet dann auch von alleine den Motor ab. Beim automatischen Landen geht der Heli auch da runter, wo er gerade in der Luft steht, also unabhängig von der gespeicherten GPS-Koordinate. Dann haben wir rechts unten noch einen Knopf, das ist dann für die FPV-Fliegerei, da können wir dann Fotos und Videoaufnahmen mit starten. Links neben dem Display haben wir unten noch einen Knopf zum Umstellen der Dual Rate bzw. der Taumelscheibenausschläge. Da gibt es dann einmal Low für geringere Ausschläge und High für etwas höhere Ausschläge. Und darüber haben wir noch einen Knopf, um den Steuermod umzustellen. Hier haben wir dann die Wahl zwischen Mode 1 und Mode 2. In der Mitte unter dem Powerknopf gibt es auch noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Die Trimknöpfe haben hier diesmal keine Funktion. Dann haben wir oben noch 4 Schalter und zwar ganz rechts einen 3-Stufen-Schalter. Hier haben wir in der oberen Stellung den Optical Flow Mode. Das heißt, hier fliegt der Heli mit Unterstützung des optischen Höhensensors und hält dadurch automatisch die Höhe, ist aber nicht GPS unterstützt. In diesem Mode leuchtet dann auch die Status-LED hier oben am Heli rot. In der Mittelstellung haben wir dann den GPS-Mode. Hier fliegt der Heli dann komplett mit GPS-Unterstützung. Das heißt, er hält natürlich dadurch auch wieder die Höhe automatisch und bleibt auch in der Luft stehen, wenn man alle Sticks loslässt. Also der perfekte Mode eigentlich für die Einsteiger. Im GPS-Modus leuchtet dann die Status-LED am Heli grün. Und in der hinteren Stellung leiten wir dann die Return-to-Home-Funktion ein. Hier kommt der Heli dann automatisch wieder an den Startplatz geflogen, geht automatisch runter und stellt auch nach dem Aufsetzen den Motor von alleine ab. Natürlich wird die Return-to-Home-Funktion auch automatisch eingeleitet, wenn der Akku im Heli zur Neige geht. Links daneben haben wir dann noch einen 2-Stufen-Schalter, das ist der Motorausschalter. Wenn der Schalter in der hinteren Stellung steht, ist der Motor gesperrt und kann nicht angeschaltet werden. Das würde ich aus Sicherheitsgründen auch immer empfehlen. Und wenn wir fliegen möchten, muss der Schalter in die obere Stellung, damit der Motor dann entsperrt ist und angeschaltet werden kann. Auf der linken Seite haben wir dann noch einen 2-stufigen Flugmode-Schalter. In der vorderen Autostellung wird dann entweder der Optical Flow Mode oder der GPS-Mode verwendet, je nachdem was eingestellt ist. Und in der hinteren Stellung im Manual Mode können wir dann den Heli ganz ohne Höhensensor und GPS fliegen. Hier driftet der Heli dann auch weiter, wenn wir die Sticks loslassen, ist aber natürlich über den Gyro noch weiter stabilisiert. Ganz links haben wir dann als letztes noch einen VIP-Schalter, mit dem wir im aktivierten Auto- und GPS-Modus 2 autonome Flugfiguren fliegen können. Und zwar, wenn wir den VIP-Schalter einmal nach vorne drücken, geht der Heli automatisch in eine Startposition und fliegt von dort aus autonom GPS-gesteuert achten. Und wenn wir den VIP-Schalter einmal kurz nach hinten drücken, geht der Heli auch wieder in eine Startposition und beginnt dann mit einem automatischen Kreisflug.
Beide Funktionen können durch Betätigen einer Stickbewegung jederzeit abgebrochen werden. Und zu guter Letzt haben wir auf der Rückseite noch das Batteriefach. Hier passen 4 AA-Batterien rein. Einen Griff haben wir an der Fernsteuerung leider nicht. Vor dem allerersten Flug sollte man auch unbedingt den Kompass einmal kalibrieren, da es sonst sein könnte, dass das GPS nicht vernünftig arbeiten kann. Dazu müssen wir natürlich die Fernsteuerung einschalten und in den GPS-Modus stellen. Dann machen wir natürlich auch den Heli an und stellen ihn wieder auf eine ebene Fläche. Die Status-LED blinkt gelb. Wenn die Status-LED grün blinkt, ist er fertig initialisiert und wir können jetzt bei Steuermodus 2 den linken Stick nach unten außen und den rechten Stick nach oben außen bewegen. So kommen wir in den Kalibrierungsmodus für den Kompass. Jetzt blinkt die Status-LED schnell gelb und wir müssen den Heli horizontal um die Rotorachse drehen, bis die LED schnell grün blinkt. Jetzt müssen wir den Heli senkrecht halten und ebenfalls um die eigene Achse drehen, bis die LED wieder langsam grün blinkt, wenn noch GPS-Satelliten gesucht werden oder dauerhaft grün blinkt, falls schon vorher Satelliten gefunden wurden. Wenn wir dann fliegen möchten, müssen wir natürlich erst die Fernsteuerung einschalten, am besten auch auf den GPS-Modus stellen, dann mit einem längeren Tastendruck auf dem Akku den Heli anschalten, ihn dann ruhig und gerade auf den Boden stellen, bis er fertig initialisiert ist. Während dem Initialisieren blinkt die Status-LED am Heli gelb. Dann wird damit begonnen, nach GPS-Satelliten zu suchen. Das wird angezeigt durch eine grün blinkende Status-LED. Wenn dann ausreichend Satelliten gefunden wurden, piept der Sender kurz und die Status-LED am Heli leuchtet dauerhaft grün. Die Anzahl der gefundenen Satelliten wird auch im Display der Fernsteuerung angezeigt. Dann wurde auch die Startposition gespeichert. Das ist natürlich wichtig für die Return-to-Home-Funktion. Dann können wir auch den Motorstoppschalter nach vorne legen, um den Motor zu entsperren. Dann müssen wir wie bei einer Drohne einmal beide Sticks nach unten außen ziehen. Dann fängt der Rotor langsam an zu drehen. Mit einem kurzen Push nach oben am Pitchknüppel erhöht der Heli nochmal die Drehzahl und mit einem weiteren Push hebt der Heli dann langsam ab und wir können fliegen. Zum Abschluss wie immer noch ein kleines Fazit. Über die Optik, denke ich, muss man nicht viel sagen. Die ist einfach genial. Für die Größe und auch als RTF einfach super gemacht. Mit den ganzen Nieten, den ganzen Scale-Details. Ja, einfach eine super Optik, wie ich finde.
Fliegericht finde ich sie auch ziemlich gut, ist auf jeden Fall dank GPS auch für Anfänger gut geeignet. Aber auch im Höhensensormodus und im manuellen Modus lässt sie sich wirklich sehr gut mittig fliegen. Auch beim Start steigt die Black Hawk schön langsam nach oben, nicht wie bei manch anderen Automatikstart so plötzlich abrupt, was dann auch schnell nicht mehr wirklich Scale aussieht. Auch das Umschalten der 3 Modi im Flug klappt einwandfrei, der Heli zuckt vielleicht mal kurz, das klappt aber alles wunderbar. Kein Absinken nach unten, wenn man in den manuellen Modus schaltet. Da passt der Schwebeflug-Pitch zur Knüppelmitte perfekt. Die Return-to-Home-Funktion hat auch einwandfrei funktioniert, egal ob man den jetzt mit dem Schalter separat einleitet oder wenn der Akku zur Neige geht, das hat alles wunderbar funktioniert. Also fliegerisch gibt es hier für mich überhaupt nichts auszusetzen. Die Black Hawk ist jetzt im GPS und im Höhensensormodus nicht das schnellste Modell, aber man will ja auch keine Rennen damit gewinnen und man will ja vor allem auf Scale damit fliegen. Im manuellen Modus kann man die dann auch etwas agiler fliegen, wenn man mag. Es ist für meinen Geschmack auf jeden Fall schnell genug. Die Black Hawk kann man übrigens auch mit einer FPV-Kamera bestellen. Das habe ich jetzt hier nicht, deswegen konnte ich das jetzt auch nicht ausprobieren. Aber ich denke mal, das wird auch einwandfrei funktionieren, wenn man das mag. Was ein bisschen schade ist, dass die Fernsteuerung hier keinen Griff hat. Das ist immer zum Transportieren ganz praktisch. Und was auch nicht gut gelungen ist, ist das Display. Das kann man drin zwar sehr gut ablesen. Hier werden auch alle Daten angezeigt im Flug. Nur draußen bei Sonne oder bei Tageslicht, da kann man das Display gar nicht mehr ablesen. Das ist eigentlich viel zu dunkel. Von daher kann man das im Flug eigentlich vergessen. Der Koffer, der ist wirklich sehr schick, sieht auch edel aus. Zum Transportieren in Urlaub, sage ich mal, wenn man den Heli auseinandergebaut hat, ist der auch wunderbar und perfekt. Wenn man den Heli jetzt nur mal ganz kurz mit zum Flugplatz nehmen will oder so, dann ist das nicht mehr so doll, weil der Schaumstoff ist erstmal relativ eng. Man muss den Heli immer so ein bisschen da reinpressen und gerade bei den filigranen Teilen kann das dann wahrscheinlich auch gut passieren, dass man sich da was abbricht. Und mit der Sonde hier vorne wird er sowieso nicht mehr in den Koffer reinpassen, den müsste man dann eh abmontieren. Aber ansonsten ist das wirklich ein nettes Gimmick und ist auch ganz cool, dass der Heli da drin geliefert wird. Aber zum schnellen Transport ist er jetzt nicht so gut geeignet. Was ich in dem Video jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, dass die Black Hawk auch auf dem Kopf fliegen kann. Das habe ich erst später gesehen, weil es auf so einem Beilagezettel erst stand. Ich bin aber eh kein Freund davon, mit so einem Scaler auf dem Kopf zu fliegen. Ihr könnt mir aber gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ich da mal ein kleines Short-Video zu machen soll, wie man die Black Hawk auf dem Kopf fliegen kann. Ja, wer sich für den Heli interessiert, der Link steht natürlich hier unter dem Video in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal vorbei. Ich würde sagen, das war es jetzt mit dem Video. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar unter das Video, wie ihr den Heli findet. Lasst mir gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal, die Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.